Freunde, willkommen zurück. Ja, heute mache ich ein Reaction-Video auf Real Mario und der sagt mal so seine Meinung. Ich kenne das Video noch nicht, aber er sagt wohl seine Meinung bei den Verletzungen, egal was aktuell bei uns im Chaos Real Madrid los ist. Und ja, ich denke mal, wir werden ziemlich ähnlicher Meinung sein und ich bin gespannt. Also Real Madrid, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir gehen gleich mal, sag ich mal, rein zu Mario und schauen, was er so zeigt und sagt. Hallo meine Freunde, hola Madristas, bitte weck mich jemand aus diesem Albtraum. Bei Real Madrid herrscht das absolute Chaos. Nicht nur, dass es sportlich. Seht ihr? Genau mein Reden. Seit Wochen. Und ich habe noch nach den 6-1-Sieg gewarnt. Tja. So schlecht läuft wie lange nicht mehr. Real Madrid hat ein institutionelles Problem. Es herrscht ein kompletter Vertrauensbruch zwischen den Spielern von Real Madrid und den Verantwortlichen. Was da los ist, werde ich euch in diesem Video Stück für Stück aufzeigen. Mir fehlen die Worte. Und wenn das... Das hört sich ja nicht so gut an. Also ich sage, wenn da oben, wenn das schon nicht klappt, wenn die sich schon es kommt ja jeden Tag was Neues. Das Sportliche ist nur noch Nebensache. Nur noch Nebensache. Das alles nicht schon schlimm genug wäre. Wenn man schon am Boden liegt, kommt noch jemand und tritt drauf. Rodrigo hat sich nicht nur das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Wir reden hier über die wahrscheinlich schlimmste Verletzung im Fußball. Das ist wirklich mit die schlimmste. Das sind 15, 16 Wochen raus. Das hat der Alaba doch auch, glaube ich. Und ihr seht ja auch, da kommst du nicht wirklich wieder. Es tut mir echt wirklich leid für den Jungen. Auch, dass er die WM verpasst, ist sehr, sehr, sehr schade. Ja. Wie Real Madrid damit umgegangen ist, zeigt das Chaos, das bei Real Madrid herrscht. Es ist unglaublich. Einiges unglaublich bei Real aktuell. Kann man gar nicht, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll und wo es aufhört. Ja, lasst mich dieses Video mit zumindest einer positiven Nachricht starten. Herzlichen Glückwunsch an Atletico Madrid für die Qualifikation zum Finale im Pokal. Sie haben zwar 3:0 in Barcelona verloren, hatten das Hinspiel aber 4:0 gewonnen und stehen damit im Finale. Ja, herzlichen Glückwunsch natürlich auch von mir. Aber ja, das macht man so, ne, denke ich mal. Und wenn man nicht, in dem Moment sollte man jetzt vielleicht nicht. Klar, normalerweise würden jetzt viele sagen, wieso gratulierst du Atletico und warum, ne? Erstmal, weil es gegen Barca ist und zweitens, ja, wir sollten jetzt uns nicht beschweren. Ich glaube nicht, dass wir auf den Punkt sind, wo wir noch irgendwie arrogant rumlabern können. Deswegen kann man eben auch gratulieren mal, weil wir wären da, ne, gern. So, hätte man richtig gekämpft. Und die kämpfen, die Jungs, ne, das sieht man ja, man weiß ja, wie Atletico spielt. Im Endeffekt weiß man aber auch, wie Barcelona spielt. Die kämpfen und das ist das, was hier fehlt. Das ist das, was hier fehlt. Und falls jetzt jemand hier erwartet, dass ich mich lustig mache über den FC Barcelona, das ist heute definitiv das falsche Video. Ich wünschte mir, wir hätten Spieler mit dieser Gier, mit diesem Willen, mit dieser Intensität der Spieler vom FC Barcelona. Die haben alles gegeben, was die in sich hatten. Ja, dieses Gefühl habe ich bei Real Madrid lange nicht mehr. Ja. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Unsere Spieler standen gestern auf dem Trainingsplatz. Ich lasse die Bilder parallel einspielen. Die bereiten sich auf das Spiel am Freitag, also übermorgen das nächste Spiel, gegen Celta Vigo vor, die ihrerseits, ich glaube, von den letzten 6 Spielen 5 gewonnen haben. Also falls irgendein Madridista noch an die Meisterschaft glaubt, spätestens am Freitag, so wie es aussieht, ist der letzte Traum vorbei. Denn... Ja, gebe ich Ihnen recht. Das wären keine 3 Punkte. Normalerweise rede ich positiv, sollte man auch, aber es geht im Moment nicht. Wir werden da keine 3 Punkte holen. Und die Champions League, da brauchen wir gar nicht, da möchte ich gar nicht weiterreden. Da wäre da auch bestimmt noch was zu sagen. Real Madrid, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt 11 Mann auf den Platz kriegen. Ich zeige euch mal die Verletztenliste von Real Madrid für das Spiel. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Unbegreiflich. Da unten sind natürlich, klar, gesperrt. Das kommt ja auch noch dahin zu. Eminem, für mich Fehleinkauf überhaupt. Und dann fraglich und verletzt. Oh, es ist schlimm.
Ihr seht Militao verletzt, Bellingham verletzt, Ceballos verletzt, Mbappé verletzt, Rodrigo schlimmer verletzt. Dazu kommen wir jetzt. David Alaba hat Beschwerden, Raúl Asensio Beschwerden, Camavinga Beschwerden. Ihr seht Fragezeichen, es steht noch nicht fest, ob die kommen. Mastantuono ist gesperrt, Carreras ist gesperrt und Hausen sind gesperrt. Real Madrid hat einen Innenverteidiger für dieses Spiel, Antonio Rüdiger. Ja, vielleicht ein Asensio, wenn der wieder einmal seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Das ist die medizinische Abteilung von Real Madrid. Ja, mein Reden habe ich schon so Wochen. Die medizinische Abteilung das sind Klapskalis, da sind Blindgänger müssen da am Start sein. Absolute Blindgänger. Deswegen sage ich ja, vielleicht sollten wir den FC Bayern Stab holen, weil das ist mit einer der besten im Fußballbereich immer schon gewesen. Jetzt mal mit Augenzwinkern, aber ganz ehrlich, was wir da machen, bei solcher Mannschaft, bei Real Madrid, sind so eine Blindgänger anstatt, die das auch alles zulassen oder eben zulassen müssen. Man weiß es nicht. Das ist Nico Mihic und Pintus, die Florentino Perez so dringend zurückhaben wollte. Aber die Ernährungsberaterin, bei der es ja tatsächlich zu Verbesserungen bei Spielern kam, wie dem Dani Carvajal, der immer wieder verletzt war und seitdem er mit dieser Dame zusammengearbeitet hat, seitdem lief es ja wesentlich besser. Naja, bis er sich das Knie durchgetreten hat, aber da kann dir keine Ernährung auf der Welt helfen. Ja, die eine Dame, die etwas bewirkt hat, die wurde rausgeschmissen. Aber ja, das ist jetzt aber, warum, da könnte ich jetzt viel zu sagen, wegen Gesundheit und Ernährung und warum die rausgeschmissen, aber das wäre dann, das wollen wir hier dann nicht auffahren, wir wollen hier keine Politik auffahren, aber da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da manche dann, oh ja, weiß ja nicht, oh Gott, ich weiß nicht, was da passiert bei uns. die Ärzte, bei denen es vorher genauso schlimm lief, und den Physiotherapeuten, ja, die wurden zurückgeholt. Die Konsequenzen seht ihr rechts neben mir auf dem Bildschirm. Ich weiß, ohne Worte, ne? Dass sie Leute zurückholen, mit die eigentlich die das gar nicht hinkriegen, die dieses Chaos verursachen und dann holen sie die wieder und ganz ehrlich nicht, was ich noch sagen soll. Das Schlimmste von allem, unsere Spieler sind nicht stumm. Das, was ich euch sage, sehen die Spieler selber. Ich hatte euch vor einer Woche berichtet, dass Real Madrid über die Verletzung von Kylian Mbappé quasi aus L'Equipe erfahren hat. Dass sie sauer und wütend waren, dass der Franzose eher Ärzten in Paris vertraut, als den Teamärzten. Ja, aber frag mal, einmal darf man raten, warum? Einmal. Ja. Ja, und ich verrate euch so viel, er ist nicht der Einzige. Für dieses Video. Es ist unglaublich, was ich für euch vorbereitet habe. Fangen wir aber erstmal mit Kylian Mbappé an. Denn es gibt immer noch unterschiedliche Meinungen zwischen dem Spieler und der Entourage und dem Vorstand von Real Madrid. Das Ganze präsentiert von La Cadena Ser. Hören wir da zusammen einmal rein. Und dann gibt... Ich muss eins sagen, ich finde das gut, dass er das hier macht. Also wenn du richtig ausführlich, dann natürlich bei ihm so, aber dann kann man das, ne, es ist immer cool gemacht, weil er es auf Deutsch übersetzt für die Leute, die jetzt nicht Spanisch sprechen, ne, gibt ja bestimmt einige, die jetzt nicht hier Spanisch sprechen, ist das natürlich sehr cool, aber wir hören mal rein. Es ist da noch ein Problem, das noch nicht gelöst ist und das sehr wichtig ist, nämlich die Mbappé-Frage. Das hintere Kreuzband des Spielers auf der linken Seite ist am Ende seiner Belastbarkeit. Nennen wir es mal eine Verstauchung, weil das so im ärztlichen Bericht steht, aber die Verletzung ist wirklich schwerwiegend. Und es sind noch 100 Tage bis zur Weltmeisterschaft. Und Mbappé hat... Guck mal, das ist ja auch so ein Punkt. Es ist schwerwiegend, sagen die. Ich wette mit dir, Real meint bestimmt nicht. Nö, das kann man so machen wie immer. Irgendwann stehen wir da und haben gar keine Spieler mehr. Und wenn die so weitermachen, kommt auch keiner mehr. Dann haben wir dasselbe Problem wie beim FC Bayern. Da geht es um andere Sachen, warum die Stars da nicht hinkommen, oder nicht alle gekommen sind und so weiter. Aber wenn ich das höre, mir wird richtig schlecht. Das ist, wir hören das mal weiter. Keiner übrig. Keiner. Alle 100 Tage sind für ihn geeignet, um sich zu erholen und an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und deshalb hat Real Madrid die Glauben, dass Mbappé eine Chance hat, für das Rückspiel fit zu sein, den von ihnen festgelegten Zeitplan festgelegt. Manchester City. Mbappé Entourage teilt diese Informationen jedoch nicht. Er sagte, dass dieses... Aha. Wie? Siehst du, was hatte ich eben vorher? Real plant einfach mal
und weiß gar nicht, wie das endet. Aber Hauptsache, sie planen. Um wieder den Spieler zu verheizen und er dann spätestens vielleicht ganz ausfällt, die WM nicht mehr mitfahren kann oder was auch immer, wie wir jetzt gerade bei Rodrigo sehen, was weiß ich, was passieren kann, wo vielleicht die ganze Karriere im Arsch ist. Datum durchaus gültig sei. Ach so, und um anzumerken, sie haben es ja schon verkackt, weil im Endeffekt hat Mbappé ja das Problem seit Dezember schon. So. Aber dass sein Spiel ein Risiko berge und er im Moment kein Risiko eingehen wolle. Ich nehme an, es hängt sehr vom Hinspiel ab, nicht wahr? Du spielst, aber wie ist die Frage? Mit welchem Prozentsatz? Gewinnt Madrid etwa 2:1 und man braucht in Manchester ein Tor, muss man da sein. Bei einem 0:3 riskiert man kein Bein für ein sinnloses Spiel. Real Madrid hat aber schon bald einen möglichen Rückkehrtermin genannt. War ja bei 0:3. Ich glaube nicht, dass, naja, das ist ein anderes Thema. Und das Umfeld des Spielers betont, dass er sich richtig erholen muss. Ich wiederhole, wir sprechen von einer Verstauchung, weil das so im ärztlichen Bericht steht. Aber der Genesungsverlauf und Mbappés Frustration... Ja. Tja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Die Entourage vom Spieler sagt Piano. Sein Knie muss sich erst einmal zu 100% erholen. In 100 Tagen ist die WM, er bräuchte jeden einzelnen Tag, um wieder topfit zu sein. Real Madrid sagt, Rückspiel gegen City sollte der schaffen. Ja, bin ich gespannt. Ob ein Kylian Mbappé... Ich auch. Bin ich gespannt. Und die Frage ist ja, weil die WM ist, ob Mbappé das machen möchte oder, na gut, er ist natürlich, ja, er darf sich ja jetzt nichts aussuchen. Okay, aber er muss ja schon trotzdem, wenn natürlich muss er natürlich spielen, ist klar. Er ist bei Real Madrid angestellt, aber ob er WM ist, ja, WM ist WM, ne? Ja, was soll ich? Sich für das Rückspiel gegen City anmeldet, dann wieder mit 50% spielt. Warum sollte der das machen? Also zunächst einmal, Real Madrid zahlt sein Gehalt. Natürlich sollte sein Hauptaugenmerk bei Real Madrid sein und nicht bei der französischen Nationalmannschaft. Versteht mich nicht falsch. Aber warum sollte Kylian Mbappé mit 50% spielen? Damit er am Ende wieder gehatet wird von der ganzen Madrid-Fanblase? Damit wir alle wieder sagen, es liegt an Kylian Mbappé, Madrid spielt ohne ihn besser? Also ich habe es nicht gesagt, aber... Ich wollte gerade sagen, also ich habe das auch nicht gesagt, also Mbappé spielt. Oder ich habe das auch schon gelesen und Kommentare, die sagen, Real ist besser ohne Mbappé. Ja. Viele andere haben das gesagt. Warum sollte er sich quälen, wenn er damit die WM riskiert, seine Gesundheit, seine Karriere? Ja, der Vorstand versucht Optimismus zu verkaufen. Der Vorstand versucht uns zu belügen mit beruhigenden Informationen. Der schafft das gegen City. Ja, und die Entourage vom Spieler und er selber sagen, weiß ich nicht. Ja, ich habe euch aber gerade gesagt, es ist nicht nur Kylian Mbappé, es wäre ja schlimm genug. Kylian Mbappé ist wahrscheinlich der beste Spieler im Kader, das Aushängeschild von Real Madrid. Ja, was ist, wenn ich euch erzähle, dass auch der zweite große Star von Real Madrid, Jude Bellingham, nicht dem eigenen Teamärzten vertraut. Ja, hört euch mal... Na gut, das habe ich mir fast gedacht. Ne? Es ist ja auch nicht... Ich muss dazu sagen, deswegen habe ich ja an Eingangsvorgang gesagt, es gibt welche, die auch zu den FC Bayern schon gegangen sind. Von anderen. Ich rede jetzt nicht von Real Madrid oder auch von Real, die trotzdem manchmal zu den Bayern, zum Dr. Müller-Wohlfahrt früher gegangen sind, weil sie es trotzdem durften, weil sie wussten, der braucht nur die Hand auflegen, der wusste sofort, was das Problem ist. Sein Sohn, glaube ich, kann das auch, ich weiß das gar nicht. Die sind gut bei den FC Bayern in dem Fall, ne? Also und überhaupt, und Dr. Müller-Wohlfahrt früher. Und deswegen sind viele hingegangen. Und das hat... Selbst wenn der Heimarzt gut ist, selbst da hat selber der Heimarzt mal gesagt, okay, geh mal nach Wohlfahrt, ist da so ein Spezialist für und bla bla bla. Aber das nur mal das zu erwähnen. Aber natürlich, klar, jetzt, die werden bald arbeitslos sein, weil kein Spieler mehr dahin gehen wird. Ich würde es auch nicht machen. Die Information von El Chiringuito an. Bellingham ist in eine Klinik nach London gereist, um seine Muskelverletzung behandeln zu lassen. Er wird also einige Tage, ich weiß nicht genau wie viele, aber er wird einige Tage in London in einer Klinik zur Behandlung sein. Nun, er schenkt dieser Klinik sein volles Vertrauen. Das heißt, er vertraut diesen Ärzten mehr. Das ist die Realität. Und er lässt sich behandeln. Es ist ein bisschen so wie bei Mbappé. Es ist nicht nur eine Diagnose, sondern eine Behandlung in London. Mbappé wird in Frankreich behandelt und Bellingham in London. Ja,
Ihr habt es selber gehört, Jude Bellingham lässt sich in England, wenn sie schlau sind, guter Move. Weil du kriegst das ja mit, die kriegen mehr mit als wir jetzt hier. Ne? Und wer weiß, was da noch alles passiert. Und nun könnte man allerdings auch wieder sagen, Mbappé, oder sagen wir mal, nehmen wir mal Mbappé weg, aber vor allen Dingen Bellingham hat ja sein Ego und hier und da und hier und ich bin wer. Er denkt ja schon, er steht vor CR7, ne, mit seinem Ego. Und, was natürlich eine absolute Lachnummer ist, ne. Aber, und nichts gegen Bellingham, aber trotzdem, ne. Aber dass er natürlich sich da woanders Rat einholt, ist auch wieder ganz klar. Ich meine, gut, in dem Fall kann man ihn das nicht so böse nehmen. Das hat mit dem Ego wahrscheinlich nichts zu tun, sondern weil will ja auch keine Verletzung. Und vielleicht, wenn die Obersten da sagen, du musst spielen, du musst spielen, du musst spielen, ja, wer will das denn? Du willst dich doch nicht kaputt machen, das ist die Karriere im Arsch. ja, nicht nur testen, also was er da genau hat, nein, der lässt sich da auch behandeln. Auch er vertraut den Teamärzten nicht so sehr wie irgendwelchen Ärzten in London. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum ist das so? Meiner Meinung nach haben die Spieler absolut recht. Und nicht nur wegen der Verletzungsliste, die ich euch eben gezeigt habe, sondern wegen dem, was Rodrigo passiert ist. Zunächst einmal zeige ich euch, was Rodrigo passiert ist. Rodrigos Medizin. Ja, ich möchte da mal kurz noch was zu sagen. Also ich weiß ja nicht, wo die Ärzte da ihre Berufung her haben, aber vielleicht haben sie die in Spanien, vielleicht haben sie das irgendwo bezahlt und gekauft. Was anderes fällt mir da bald nichts mehr zu ein. Das geht ja nicht, ist ja nicht nur diese Saison, ne? Nach den heute von den medizinischen Diensten von Real Madrid durchgeführten Tests an unserem Spieler Rodrigo wurde bei ihm ein Riss des vorderen Kreuzbandes und ein Riss des Außenmeniskus im rechten Bein diagnostiziert. Die absolute Horrordiagnose für jeden Fußballer. Nicht nur das Kreuzband, das ist schon schlimm genug, da reden wir über 7 Monate. Auch der Meniskus, das gleiche, was ein David Alaba hatte. Bei dem David Alaba hat es so circa 14 Monate gedauert. Bei Rodrigo redet man von circa 10 Monaten. Ja, absolute Horrornachricht. Und ich zeige euch mal die Tabelle der Kreuzbandrisse, die er in den letzten Jahren hatte. 2019 Asensio, 2023 Courtois, Militao, Alaba, 24 Carvajal, nochmal Militao, 26 Rodrigo. Das ist schon heftig, ne, die Liste, schaut euch das an. Das ist schon heftig. Und das Kreuzbandriss, das müsst ihr euch mal vorstellen. Es sind 24 Profis, die haben die Körper von Profis. Da geht irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. Ja, muss ich Ihnen recht geben. Man darf aber nicht vergessen, dass Profis, meine Frau war zum Beispiel Leistungstennisspieler in der Weltrangliste schon. Das weiß Mario aber bestimmt, die Muskeln und alles ist natürlich viel mehr auf Spannung als bei Leuten, die jetzt nicht wirklich in dieser Profiliga spielen. Natürlich kann dann da mal, also eher das passieren, dass ein Kreuzbandriss, dass das durchknallt, hatte meine Frau 6, glaube ich, 6 Kreuzbandrisse. Sie hat allerdings mit einem noch ein Spiel zu Ende gemacht. Das ist denn, also da geht es natürlich schneller, ne? Da geht es ja natürlich schneller. Ob es an der Ernährung liegt, am Trainingsplatz, an den Physiotherapeuten, an den Ärzten, irgendetwas kann da nicht stimmen. Das ist nicht normal. Gut, da gebe ich natürlich recht, das sage ich ja schon seit Wochen, dass da irgendwas nicht läuft. Das sind Anfänger anscheinend. Ja. Hören wir uns, bevor ich jetzt gleich komplett eskaliere, ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Hören uns erst einmal die Nachricht an, Bin ich mal gespannt, was kommt. die Rodrigo selber in seinen sozialen Netzwerken veröffentlicht hat. Auch ohne Verständnis vertraue ich dir, dann die Gebetshände, also er meint natürlich Gott, wir wissen, Brasilianer sind sehr, sehr gläubig. Einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe, aber worüber kann ich mich beschweren nach all den wundervollen Erlebnissen? Ich falle für den Rest der Saison und die Weltmeisterschaft aus. Ein Traum, der mir, wie jeder weiß, so viel bedeutet. Ich kann nur stark bleiben. Vielen Dank für eure Gebete und eure Anteilnahme. Ich verspreche, nicht aufzugeben. Ich habe im Fußball noch viel zu erleben. Gott hat alles in seiner Hand. Ja, und zunächst einmal müssen wir hier das Menschliche vom Sportlichen trennen. Sportlich
bin ich der Meinung, Rodrigo hilft sportlich Real Madrid nicht mehr weiter. Er wäre ein klarer Verkaufskandidat und auch das tut für die Finanzen von Real Madrid unglaublich weh, denn für diesen Spieler kriegst du niemals das Geld, was du im Sommer noch bekommen hättest oder im Jahr davor, wo ich schon gesagt habe, dass wir den hätten verkaufen müssen. Aber menschlich. Ja, da gehe ich so halb mit. Das war viel raus, viel gespielt, viel nicht gespielt. Wenn der immer gespielt hätte, wäre er Gold wert gewesen. Ich denke mal, man hat gesehen, was der drauf hat, der Junge. Man weiß, was Rodrigo drauf hat. Also jetzt klar, jetzt wäre ein guter Verkaufskandidat. Aber früher zu der Zeit, wo Mario wahrscheinlich meinte, wo er sagte, der wäre für ihn Verkaufskandidat, wäre es für mich jetzt nicht unbedingt gewesen, weil er hatte mehr Dinger, also die Statistik war besser als bei Vinny, ne? Das wissen wir. Und ja, aber das ist natürlich jetzt schade. Aber jetzt wird es schon so. Aber jetzt kriegst du, das werde ich jetzt gleich sagen, jetzt ist der Zug abgefahren, ne? Mir tut der Mensch Rodrigo leid. Rodrigo hat sehr viel für Real Madrid gegeben. Champions League Halbfinale gegen Manchester City, hat immer alles gegeben. Er kann ja auch nicht dafür, dass er seine gesamte Karriere bei Real Madrid auf der falschen Position spielen musste. Ja. Aber wer spielt nicht auf der falschen Position bei Real Madrid? Wie dem auch sei, menschlich tut es mir für den Jungen leid, der verpasst die WM, sowas ist nur einmal. Vielleicht hast du 3 WMs, wenn es gut kommt in deiner Karriere. Wenn du eine wegen so einer Verletzung verpassen musst, ja, tut mir sehr, sehr leid. Ja, und gerade eben habe ich gesagt, jetzt kommt der Fall, wo ich eskaliere. Zu diesen Worten hat Rodrigo dieses Video veröffentlicht. Er zeigt also genau die Szene an, als er sich verletzt hat. Und viele von euch erinnern sich an diese Szene. Das war in der 66. Minute. Rodrigo hat sich außerhalb vom Feld behandeln lassen. Die Teamärzte gehen also dahin, tasten sein Knie ab. Und du willst mir erzählen, die Teamärzte von Real Madrid erkennen die schlimmste Verletzung im Fußball nicht. Wir reden hier über einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss. Das ist das, was ich eingangs eben erwähnt hatte, mit manchen Ärzten beim FC Bayern, Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, der konnte das. Der wusste sofort, der hätte Rodrigo ich weiß, warum jetzt gleich die Eskalation kommt, der hätte Rodrigo niemals weiterspielen lassen. Niemals. Ne? Niemals. Die haben den wieder auf den Platz geschickt. Der hat 30 Minuten mit einem Knie gespielt. Erkläre mir jetzt bitte, wie die Kabine diesen Teamärzten noch vertrauen soll. Wie soll die Kabine dem Vorstand vertrauen, die sich persönlich dafür eingesetzt haben, dass Mihic wieder zurück muss? Ja, sorry, ich bin normalerweise immer auf der Seite des Vereins. Aber das kann nicht mal ich verteidigen. Also, wie gesagt, kompletter Vertrauensbruch zwischen den Spielern und dem Vorstand und dem Ärzteteam. Ja, und wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, haben sie auch das Vertrauen an den Trainer verloren. Hören wir uns das auch zusammen einmal an. Ich muss dazu sagen, ich weiß ja, was jetzt kommt, das Vertrauen an den Trainer habe ich aber auch verloren. Also ich finde die Lösung nicht so gut, die Übergangslösung. Das ist aber meine Meinung. Das sage ich aber schon die ganze Zeit. Ja, wir hören mal. Unter der Annahme, dass wir in diesen Chroniken immer sagen, Madrid sei am Tag danach kaum selbstzerstörerisch. Man ruft an, man fragt und man findet ihn nicht. Einen Club, der völlig heruntergekommen ist. Aber dies ist das erste Mal, dass ich so große Zweifel sehe. Große Zweifel an der Gegenwart und der Zukunft. Das Projekt? Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 15 Jahren in Madrid so viele Zweifel gehabt zu haben. Der Club im Moment, viele werden sagen, das hätten sie sich auch bei Xabi Alonso überlegen können. Glauben Sie, dass die Spieler... Das hört sich alles nicht gut an, würde ich mal behaupten, oder? einen Schritt nach vorne machen, besser spielen und Verantwortungen übernehmen sollten, die sie bisher nicht übernommen haben? Der Verein sieht, wie auch wir in der Presse und die Fans sehen, dass es keine Führungspersönlichkeiten gibt, die diese Mannschaft aufrichten. Und ich sage nicht einmal, dass jemand laut werden muss, das wirkt ja fast schon altmodisch, sondern dass sie es dem Team... Kroos, Modric, sie fehlen einfach. Und das sind nur 2 genannte. Man merkt das wirklich. Es kann keiner da. Es kann einfach keiner.
ihm ermöglichen, zusammenzuhalten und sich fußballerisch zu verbessern. Denn das fußballerische Problem ist offensichtlich. Nun, Quellen innerhalb des Vereins sagen, dass Arbeloa die Chance seines Lebens optimal nutzt und mit dem Selbstvertrauen arbeitet, dass sich das auszahlen wird, aber er hat das Problem, dass die Spieler nicht an ihn glauben. Es gibt kein Vertrauen in Arbeloa als Trainer. Und das lässt sich kurzfristig nicht. Aber welches Vertrauen? An Alonso gab es auch kein Vertrauen. Also wenn ich das alles, wir werden das Video jetzt auch gleich beenden, wenn ich das alles höre, weil zuerst, wir müssen jetzt nicht komplett das durchnehmen, weil das reicht ja schon. Die haben kein Vertrauen in Alonso, haben kein Vertrauen in Arbeloa. In welchen Trainer denn sonst? Ist doch egal, muss Zidane wiederkommen. Alles, aber ich möchte nicht wieder, dass Zidane wiederkommt. Nichts gegen Zidane, dreimal, alles easy, aber es muss doch mal möglich sein, dass, ich hoffe ja, dass Klopp immer noch kommt, aber er hat ja nun, glaube ich, kommt ja nicht, wahrscheinlich, wer tut sich das an? Jetzt sind wir schon fast so wie beim FC Bayern, wo die Frage es war, wer tut sich das an? Vielleicht sollten wir Kompanie holen. Augenzwinkern. Mir fällt dazu nichts mehr an sein. Der macht übrigens einen super Job da. Hätte auch keiner gedacht. Ich habe ich vorher gesagt. Guter Mann. Ja. Ja, ist traurig. Was soll ich habe, das ist das, was ich die ganze Zeit predige. Ist das, was ich die ganze Zeit in meinen Videos predige. Ne? Es ist ganz schlimm. Ja. Beheben. Dasselbe geschah einer anderen Generation mit Benitez, dasselbe geschah einer anderen Generation mit Lopetegui. Sie riechen dich und kurz darauf, Ja. Sie stellen sich vor die Wahl zwischen Ja oder Nein. Und Arbeloa ist ein Trainer in Ausbildung. Und dieses Etikett. Alonso Zoff geklärt, sonst wenig Neues. Ja, gute Atmosphäre, gute Stimmung. Arbeloa unterhält sich mehr mit ihnen als Xabi Alonso. Und er ist direkter, was sie schätzen. Aber das taugt nur für ein gemeinsames Abendessen. Ja. Es eignet sich zwar gut zum Essen, aber nicht, um auf dem Spielfeld bessere Leistungen zu erbringen. Sie lassen sich weder von den Aufstellungen noch von den Änderungen oder den Taktiken überraschen. Und das führt dazu, dass Spieler eines gewissen Niveaus abschalten. Eines gewissen Niveaus abschalten. Mir fällt nichts an. Welcher Trainer soll denn da noch kommen? Du müsstest die Spieler rausschmeißen. Du müsstest 1, 2, 3 Spieler rausschmeißen. Ganz einfach. Bellingham, viele reden ja, dass er so ist, weg. England würde ihn gern nehmen. Er ist Engländer. Kriegst du richtig viel Geld für. Kann man andere Spieler verholen. Wen auch immer. Da gibt es ja nun was. Wir wissen ja genug, ne, wer kommen soll und wo das. Aber ich kenne ja auch Perez. Nein, dies und behalten und genauso wie in der Winterpause jetzt kaufen. Ja, und so sehr ich die Spieler bis jetzt in diesem Video in Schutz genommen habe, umso mehr bin ich hier auf der Seite von Álvaro Arbeloa. Ich sage nicht, dass Álvaro Arbeloa der beste Trainer aller Zeiten. Das muss ich auch, um das klarzustellen, da bin ich auch auf der Seite des Trainers. Es geht mir nur darum, ich bin jetzt von mir aus, von Haus aus, war die Lösung mit Arbeloa ist nicht so bin ich kein Fan von gewesen und immer noch nicht. Aber natürlich, da bin ich auf der Seite, weil das geht einfach. Die machen, was sie wollen, vor allen Dingen auch er wahrscheinlich, der da gerade im Bild ist, ne? Unser Freund Winnie und so weiter und so fort. Und ja, ich denke mal, wir lassen das, bevor die Reaction hier zu lange wird. Ich wollte da nur mal, sehr gutes Video. Hier, wir gehen mal dahin. Es gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und ja, schönes Video. Grüße gehen raus an Mario auf jeden Fall. Und ja, was soll ich da nur zu sagen? Da kann man nicht viel zu sagen. Es ist Real Madrid in Chaoszeiten und das darf nicht passieren. Also schon, aber es muss auf jeden Fall geändert werden und es muss schnell geändert werden, weil ich möchte keinen richtigen Absturz erleben, am besten so wie Man U. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. So, es muss gehandelt werden, es muss mit Spielern gehandelt werden, es muss alles mit den Ärzten und so weiter. Wir sehen ja, was dabei rauskommt. Und deswegen, ja, ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet und ob ihr noch mehr so eine Reaction-Videos sehen wollt. Und dann bin ich raus, Freunde. Hala Madrid trotzdem natürlich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Freunde.